Niemand, wirklich niemand, den ich kenne, spielt Dungeons & Dragons auf der ersten Stufe länger als nötig. Man hat noch nicht seine Kräfte, man hat noch keine Unterklasse. Es scheint alles total langweilig. Alle liegen falsch. Ich ändere das. Mit diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man in Dungeons & Dragons auf Stufe 1 richtig viel Spaß haben kann. Los geht's. Stufe 1 zeigt in der Kampagne den Anfang eines Abenteuers. Dein Charakter ist gerade 10 geworden und will der Allerbeste sein, wie keiner vor dir war, deswegen zieht er jetzt einfach los. Warum der komische Akzent? Als Spielleitung nutzt du die erste Stufe, um in die Welt einzuführen, weil meistens kennen die Leute überhaupt die Welt noch nicht. Warum führst du damit nicht auch Spielmechaniken ein? Für erfahrene Spieler klingt das jetzt irgendwie total dämlich, aber es ist auch sehr gut, um Erweiterungen einzubringen. Ich benutze in meinen Spielen super gern Homebrew-Content von Drittherstellern. D&D hat so viele zahlreiche Creator, die muss man bezahlen und die Materialien auch nutzen. Es kann überwältigend sein für Spielende, sich in noch ein Regelwerk einzulesen. Nutze es doch für deinen Vorteil und mach eine Tutorial-Quest. Hier, ein kleines Tutorial. Kibitz Crafting Creation nutzt ein ausgeklügeltes Crafting-System. Anstatt dass sich jetzt alle nochmal 300 Seiten geben, designst du eine Quest, in der sie einen Gegenstand herstellen müssen. Damit erklärst du die Regeln und kannst immer wieder Quests einführen, die deine Gruppe mehr und mehr in die Erweiterung einführt. Ey, und klecker nicht. Klotz richtig rein. Gib ihnen die Werkzeuge, um die Erweiterung ordentlich zu nutzen. Werkzeuge, Übungen oder auch Materialien. Der erste Schuss ist immer gratis. Wenn du und deine Gruppe es etwas mehr Vanilla mögen, was vollkommen okay ist, dann bringt euch der nächste Tipp weiter. Niki, Spielerin von Keep on Rollings Pyterra-Kampagne, leitet privat eine Humblewood-Kampagne für einige von uns. Sie beginnt jede Sitzung mit Fragen an den Charakter, was sie mögen oder nicht mögen oder wie sie zu den anderen stehen und was ihre Reaktionen darauf sind. Es ist wirklich gut, damit in Reaktionen einzugehen. Paul, das kenne ich doch schon alles. Gib mir mehr. Bring es noch eine Stufe höher. 2 Wahrheiten, eine Lüge, Wahrheit oder Eke, a tall tale. Die Möglichkeiten sind grenzenlos, was du mit Partyspielen erreichen kannst, um Charaktere besser kennenzulernen. Ey, und wenn deine Gruppe extrem ist, spiel doch einfach mal Romy mit denen in Character. Das ist bestimmt auch ganz witzig. Lasst uns über den Elefanten im Raum sprechen. Kämpfe auf Stufe 1 sind langweilig. Auf Stufe 1 hat man noch nicht die krassen epischen Kämpfe gegen Götter, die auf Leben und Tod sind. Das mit dem krassen Gott bleibt weg. Man ist trotzdem auf Leben und Tod, wenn man die Umgebung richtig nutzt. Kleiner und interessanter kann man die Kämpfe durch die Umgebung gestalten. In Humblewood wurde mein Charakter Ursula in den Sumpf von Skeletten gezogen. Ich war unter Wasser, man hat die Feinde nicht gesehen und wusste nicht, wie viele es waren. All das hat den Kampf extrem spannend gemacht. Bonustipp: lieber viele kleine Kämpfe als ein langer Kampf. Damit kann man sich sehr gut ausprobieren und auch sehr gut den Survival-Aspekt nochmal spielen. Ich habe natürlich nicht den ultimativen Weisheitsmodifikator. Ich bin kein Druide und spiele auch keinen. Deswegen schreibt in die Kommentare und wir diskutieren weiter. Was habt ihr an Problemen für Stufe 1 und wie könnten wir die gemeinsam lösen? Als Community finden wir da bestimmt eine Lösung. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Abo da und folgt uns auf den Geschichten, indem ihr den Abonnieren-Knopf drückt. Und die Sitzung ist für heute beendet. Wir sehen uns beim nächsten Mal.